Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag Automatica. Bereits an den ersten beiden Messetagen konnte man live erleben, die Fabrik der Zukunft steuert sich selbst und der Mensch gestaltet diese Prozesse. Auch heute zeigen wir Ihnen Innovationen und Technologien von Unternehmen, die die Lösungen für morgen haben. Unsere Daily Highlights. Yaskawa präsentiert seine neuen hybriden Cobots. Die Roboter lassen sich in der industriellen Produktion einsetzen, können aber ebenso ganz kollegial mit dem Mensch zusammenarbeiten. So sieht Teamwork aus. Also, wir haben hier einen kollaborierenden Hybridroboter. Das heißt, der Roboter kann im Cobot-Modus arbeiten, als auch im Industriemodus. Das können wir erreichen, indem wir hier so einen Laserscanner anbringen. Der Laserscanner erkennt praktisch den Abstand zwischen Mensch und Roboter und passt die Geschwindigkeit entsprechend an. Also, wenn wir uns sehr weit entfernt vom Roboter aufhalten, fährt der Roboter in voller Geschwindigkeit, in dem Fall 2 Meter pro Sekunde. Dann gehe ich näher an den Roboter heran, er wird ein bisschen langsamer. Und sobald ich neben dem Roboter stehe, schalte dieser in den kollaborativen Modus und arbeite in einer sicheren, kollaborierenden Geschwindigkeit. Der Industrieroboter hingegen, wenn ich einen verwenden würde bei direktem Danebenstehen stehen bleiben. Achtung, jetzt wird es schnell, richtig schnell. Wheezo und Genesis Robotics präsentieren in München den schnellsten Roboter der Welt. It is definitely the fastest robot. Wheezo ist definitiv der schnellste Roboter, ein sogenannter Sidebot, eine neue Kategorie von Robotern, ein Kompromiss zwischen einem Industrieroboter, der mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Zyklen pro Minute arbeiten kann, und einem kollaborativen Roboter, der langsamer und sicher vorgeht. Wheezo ist wesentlich schneller als ein kollaborativer Roboter, der an die 7 bis 10 Zyklen pro Minute schafft. Er kann bis zu 30-40 Zyklen pro Minute im vollständig sicheren Modus arbeiten, also 4 bis 5 Mal schneller. Teamtechnik ist Spezialist für Montage- und Funktionsprüfanlagen. Im Fokus New Energy und die E-Mobilität. Jeder Elektroantrieb eines E-Fahrzeuges durchläuft eine End-of-Line-Prüfung. Das Besondere: Teamtechnik bietet sowohl die Soft- und Hardware als auch Montage und Prüfung aus einer Hand. Fanuc präsentiert auf der Automatica seine klassische Industrierobotik. Wie Cobots werden auch die großen Anlagen immer intelligenter, leichter verknüpfbar und können schwerere Lasten bewegen. Anforderungen, die speziell für die E-Mobilität anfallen. Hinter mir ist der neue R1000, im Speziellen gemacht für alles rund um das Electric Vehicle. In diesem Fall sehen wir eine Batteriezelle aus einem Elektrofahrzeug, die natürlich genauso Traglasten um die 1000 Kilo brauchen, damit die dementsprechend gehandelt werden können und dementsprechend in die Autos eingebaut werden können, damit wir sie elektrifiziert bekommen. Die vernetzte Produktion zum Anfassen und Standard der Zukunft. OPCUA etabliert sich im Maschinen- und Anlagenbau mehr und mehr. Die offene Schnittstelle ermöglicht die digitale Vernetzung, läuft auf vielen Betriebssystemen und sorgt für herstellerübergreifende Kompatibilität. Die VDMA-Sonderschau, die Interoperability Showcase, zeigt an 4 Demonstratoren entsprechende Standards. Hier lohnt es sich vorbeizuschauen. Und damit sind wir bei den Daily Talents. Stellen Sie sich vor, Sie wollen in Ihre Produktion Robotik integrieren. Sie verfügen aber noch nicht über das Know-how. Und trotzdem können Sie quasi wie bei Amazon inklusive Beratung ganz einfach alles online bestellen. Klingt verrückt, aber Unchained Robotics macht das möglich. Also mit Unchained Robotics sind wir eine Online-Plattform für Roboter, für kleine und mittelständische Fabriken. Wir helfen den Fabriken eigentlich von gar keinem Wissen über Roboter bis hin zur ersten Lösung oder vielleicht auch zweiten, dritten Lösung zu kommen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Uber für Roboter. Das heißt, wir holen den Kunden da ab, wo er steht. Wir organisieren den ganzen Prozess, damit der Kunde zu B kommt, zu seinem Endziel, nämlich dass er den ersten Roboter bei sich in der Fabrik stehen hat. Das waren unsere Highlights für heute. Wir sagen bis morgen und verabschieden uns mit der Daily Vision. Ich glaube, die Menschen werden mit der Zeit immer technikaffiner und weniger Angst vor der Technik haben, je mehr sie darüber wissen. Aber mit der Robotik ist es wie mit jeder anderen Technologie, sie wird nach und nach angenommen. Mein Rasenmäher zu Hause ist kein Roboter-Rasenmäher, er ist einfach ein Rasenmäher. Wir sprechen auch immer noch von Staubsaugerrobotern, aber ich denke, in einigen Jahren werden wir sie einfach Staubsauger nennen und selbstfahrende Autos einfach Autos. Obwohl also Roboter
Robotertechnologie im Spiel ist, werden wir diese Produkte nicht mehr als Roboter betrachten. Für uns Menschen sind Roboter sowohl beängstigend als auch faszinierend. Manche von uns haben Angst, dass Roboter wie wir aussehen werden, mit den gleichen Träumen und Ambitionen und dass sie eines Tages die Weltherrschaft übernehmen werden. Aber darum geht es bei der Robotik gar nicht. Sie ist lediglich eine Technologie, die uns das Leben in vieler Hinsicht erleichtert. Technology and how we use technology to make our lives easier, get more out of our time and energy.